Herzlich willkommen zu unserem Produkt- und Praxisratgeber Materialfeuchte präzise messen, aufzeichnen und analysieren mit dem heutigen Schwerpunkt Bau- und Holzfeuchte. In vielen Situationen ist es notwendig, den Wassergehalt von Materialien zu bestimmen und aufzuzeichnen. Klassische Beispiele hierfür sind etwa Mauerwerk oder Putz, bei denen ein zu hoher Feuchtegehalt oft zu Schimmelpilzproblemen und Substanzschädigung führt. Aber auch Verkleidungen, zum Beispiel aus Holz, und Isolationen reagieren empfindlich auf den Materialfeuchtegehalt. Im Bereich von Bodenbelägen ist es entscheidend, dass etwa Estrich und Parkett zum richtigen Zeitpunkt verlegt und weiterverarbeitet werden, um spätere Feuchteprobleme zu vermeiden. Aufgrund verschiedenster Probleme und Unfälle in den letzten Jahren rückt auch die Überwachung von Dachstühlen und Dämmungen immer mehr in den Fokus. Das Langzeit-Feuchte-Monitoring von Beton- oder Holzbrücken ist bereits seit vielen Jahren Stand der Technik und neben der Analyse im Kellerbau oder im Bereich der Bautrocknung werden zum Teil auch ganze Fachwerkhäuser auf ihren Feuchtzustand und dessen Entwicklung überwacht. Um was genau handelt es sich nun eigentlich, wenn wir von Materialfeuchte und ihrer Einheit Gewichtsprozent sprechen? Die Feuchte in Gewichtsprozent ist definiert als das Nassgewicht einer Materialprobe abzüglich ihres Trockengewichtes und geteilt durch das Trockengewicht. Sie gibt den Wassergehalt im Verhältnis zum Gewicht der trockenen Materialprobe an. Um einen Prozentwert zu erhalten, wird das Ergebnis abschließend noch mit 100 multipliziert. Schauen wir uns zum besseren Verständnis doch einfach ein kurzes Rechenbeispiel an. Wir nehmen hierzu ein Stück Holz mit unbekanntem Feuchtegehalt. Im ersten Schritt wird das Gewicht der nassen Holzprobe bestimmt und als Nassgewicht in unsere Formel eingesetzt. Anschließend wird die Materialprobe in einem Ofen komplett ausgetrocknet und erneut gewogen. Das so ermittelte Trockengewicht wird vom Nassgewicht abgezogen und als Ergebnis durch das Trockengewicht geteilt. Nachdem wir mit 100 multipliziert haben, ergibt sich so für unser Beispiel eine Materialfeuchte von 18 Gewichtsprozent. Es wäre natürlich ein großer Aufwand, auf diese Weise regelmäßig und an vielen Stellen die Feuchte zu bestimmen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen im Folgenden einige Datenlogger der Scantronic Mugrauer GmbH vorstellen, die die Feuchte schnell und zuverlässig durch Messung des elektrischen Widerstandes des Materials bestimmen können. Beim ersten Datenloggersystem handelt es sich um den Thermofox Universal kombiniert mit unserem Materialfeuchte Gigamodul. Der Thermofox bietet ein übersichtliches Display, auf dem die aktuellen Messwerte sofort abgelesen werden können. Am Gigamodul können bis zu 8 Materialfeuchtesensoren angeschlossen werden und der Thermofox verfügt zusätzlich über 2 Eingänge für externe Temperatursensoren. Diese können zum Beispiel für eine Temperaturkompensation verwendet werden. Beim zweiten Datenloggersystem handelt es sich um den Materialfox, der ebenfalls über ein großes Display verfügt und an den direkt 2 Materialfeuchtesensoren angeschlossen werden können. Über unseren Universalbus kann das System flexibel erweitert werden und so zum Beispiel mit dem Materialfeuchte-Multisensor 8 weitere Feuchtekanäle überwachen. Der dritte Datenlogger in dieser Übersicht ist der Materialfox Mini, ein sehr kompaktes und hochintegriertes System, das über 3 direkt angebundene Messfühler verfügt und aufgrund seiner Größe zum Beispiel auch verbaut werden kann. Konzentrieren wir uns im Folgenden nun aber als erstes auf den Thermofox Universal und das Materialfeuchte Gigamodul. Die Gigamodul-Erweiterung wird einfach mittels Kabel am Thermofox-Datenlogger angeschlossen. Dieser übernimmt die gesamte Datenaufzeichnung und Messwertverwaltung. Es können Messleitungen mit verschiedenen Längen und Kabelenden für unterschiedliche Elektroden am Materialfeuchte Gigamodul angeschlossen werden. Wie diese zum Einsatz kommen, wird im Folgenden noch genauer erläutert. Insgesamt können so bis zu 8 Feuchtesensoren gleichzeitig analysiert und kontinuierlich gespeichert werden.
Über die beiden Temperaturfühlereingänge des Thermofoxes kann zusätzlich zum Beispiel die Bauteil- oder Holztemperatur aufgezeichnet werden. Auf Wunsch stehen hier verschiedene Typen und Sensorlängen mit bis zu über 50 Meter zur Verfügung. Unsere Standardmessleitungen verfügen am Ende über zwei 4 mm Büschel- bzw. Bananensteckverbinder. Diese können direkt verwendet werden, um unsere Datenlogger mit gängigen Elektroden auch anderer Hersteller zu verbinden. Als Beispiel soll hier eine klassische Einschlagelektrode für Mauerwerk und Holz dienen. Stecken Sie die Bananenstecker einfach in die dafür vorgesehenen Löcher der Elektrode und die Messung kann sofort beginnen. Auf Wunsch stehen auch Messklemmenadapter für unsere Bananensteckverbinder zur Verfügung. Stecken Sie diese einfach auf die Leitungsenden auf und schon können Sie sich an beliebige Messkontakte oder Elektroden anklemmen. Ein sehr einfaches, aber dennoch äußerst effektives Beispiel hierfür sind rostfreie Stahlnägel. Schlagen Sie diese zum Beispiel in Holz oder Mauerwerk ein und klemmen Sie die Messleitung daran an. Sie werden umgehend aussagekräftige und äußerst präzise Messergebnisse erhalten. In vielen Fällen ist es notwendig, Messleitungen dauerhaft und fest mit einer Materialprobe zu verbinden. Hierfür können sogenannte Ringkabelschuhe einfach am Ende der Leitungen angebracht werden. Bei einer Messung zum Beispiel in Holz werden diese an der Oberfläche angelegt und über eine eingedrehte Edelstahlschraube wird ein robuster Kontakt zum Material hergestellt. Da es abhängig von Elektrodengröße und Material in manchen Fällen relativ schwer ist, eine Schraube direkt in die Messprobe einzudrehen, kann durch Vorbohren der mechanische Widerstand deutlich verringert werden. Legen Sie die Ringkabelschuhe anschließend wie gehabt an der Materialoberfläche an und drehen Sie die Schraube fest. Durch das Anpressen des Schraubenkopfes an den Ringkabelschuh ist so eine solide und zuverlässige Kontaktierung garantiert. Unisolierte Schrauben kontaktieren die Messprobe über die gesamte Länge und messen so den feuchtesten Wert am Elektrodenschaft. Falls eine präzise Messung in einer vorgegebenen Materialtiefe gewünscht ist, bohren Sie einfach mit einem großen Bohrer vor. Die Oberfläche wird anschließend mit einer Kunststoffbeilagscheibe isoliert und die Ringkabelschuhe werden darauf aufgelegt. Durch die Verwendung einer am Schaft, zum Beispiel mit Schrumpfschlauch, isolierten Schraube, kann das Material so punktuell in einer genau definierten Tiefe kontaktiert werden. Auch in Mauerwerk kann über kostengünstige Spreizdübel eine ähnliche Montage unkompliziert durchgeführt werden. Der Thermofox verfügt standardmäßig über einen Speicher für 4000 Messwerte und kann optional auf bis zu 64.000 Messwerte aufgerüstet werden. Abhängig von der Anzahl an aktiven Sensoren und dem eingestellten Aufzeichnungsrhythmus ergibt sich daraus die mögliche Messdauer. Wenn Sie zum Beispiel Sensoren für 8-mal Materialfeuchte und 2-mal Temperatur aktiviert haben, so kann das System bei einem Rhythmus von 1 Stunde bis zu 9 Monate Daten aufzeichnen. Das Gigamodul unterstützt neben der Aufzeichnung des elektrischen Widerstandes beliebiger Materialien auch die direkte Messung der Materialfeuchte von Fichten- oder Kiefernholz. Mithilfe der beiliegenden Analysetabellen sowie unserer leistungsstarken und umfangreichen Materialbibliothek kann mit der PC-Software der Feuchtezustand zahlreicher Baustoffe und Hölzer genau bestimmt werden. Das Materialfeuchte Gigamodul bietet einen enorm großen Messbereich, der zum Beispiel bei Holz von deutlich unter 6% bis über 90 Gewichtsprozent reicht. Dies entspricht einem elektrischen Widerstand von 10 Kiloohm bis weit über 100 Gigaohm. Das Datenloggersystem ist aus diesem Grund für nahezu alle denkbaren materialfeuchte Messaufgaben geeignet. Da die Temperatur besonders bei der Bestimmung der Holzfeuchte eine wichtige Rolle spielt, wird natürlich auch eine entsprechende Temperaturkompensation für die ermittelten Messwerte in unserer Software angeboten.
Der Mess- bzw. Analyserhythmus des Systems ist beliebig einstellbar und liegt abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall zwischen einer Sekunde und 24 Stunden. Das Datenloggersystem wird durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt und kann über bis zu einem Jahr Messdaten aufzeichnen. Bei Bedarf können die Batterien natürlich jederzeit einfach und kostengünstig ausgetauscht werden. Alle Datenlogger der Scantronic Mugrauer GmbH können über USB mit dem PC verbunden werden. Das entsprechende Interface-Kabel wird hierfür einfach rechts am Thermofox angeschlossen und die Analysesoftware übernimmt das Auslesen bzw. die Konfiguration des Messsystems. Das kann dann zum Beispiel so wie auf diesem Bild aussehen. In der Mitte sehen Sie die unterschiedlichen Messkurven des Datenloggers. Über die Knöpfe links am Bildschirmrand wird der Datenlogger eingestellt und die Toolleiste am rechten Bildschirmrand beeinflusst das Aussehen des Diagramms. Über die mathematische Kurvenberechnung kann die bereits angesprochene Materialumrechnung, die Temperaturkompensation und viele weitere Berechnungen durchgeführt werden. Hierzu stehen zahlreiche Vorlagen zur Verfügung, die über den Parameterbereich einfach an Ihre Anforderungen angepasst werden können. Per Knopfdruck können die Messwerte natürlich auch nach Excel übergeben werden. Hier stehen dann noch weitere tabellarische und numerische Funktionen zur Verfügung. Aber auch komplexe Diagramme können einfach erzeugt werden. So viel an dieser Stelle zum Materialfeuchte Gigamodul und den Thermofox Universal. Als nächstes möchte ich Ihnen etwas mehr über unseren flexiblen Materialfox-Datenlogger und seine Erweiterungsmöglichkeiten erzählen. Der Materialfox ist ein sehr vielseitiger Datenlogger, der einfach und gezielt genau auf Ihre Anforderungen angepasst werden kann. Er verfügt über eine große Anzeige, auf der Sie die aktuellen Messwerte, aber auch bereits gespeicherte Daten ablesen können. Auf der linken Seite des Systems befinden sich zwei Eingänge für beliebige Materialfeuchtesensoren. Sie können hier zum Beispiel unseren Messspitzensensor anschließen. Dieser ermöglicht es Ihnen, kurzzeitige Feuchtemessungen an Oberflächen wie etwa Wänden durchzuführen, um den aktuellen Wassergehalt des Materials zu bestimmen. Des Weiteren stehen Ihnen unsere Messklemmenpaare in verschiedenen Längen zur Verfügung. Mit Hilfe der Messklemmenpaare können Sie schnell und unkompliziert Baustoffe oder Hölzer durch einfaches Anklemmen mit dem Datenlogger verbinden. Auf der rechten Seite des Systems finden Sie den sogenannten Universalbus-Eingang. Der Datenlogger wird über diesen Bus zum einen ausgelesen und programmiert, zum anderen kann der Materialfox über diesen Anschluss flexibel erweitert werden. Eine Möglichkeit hierfür ist unser Klimastabsensor. Dieser spezielle nadelförmige Messfühler für Luftfeuchte und Lufttemperatur kann zum Beispiel im Inneren von Bohrlöchern genaue Klimawerte bestimmen. Mit Hilfe der Sorptionsisotherme können so exakte Rückschlüsse auf den Wassergehalt des Mauerwerks gezogen werden. Für die Aufzeichnung des normalen Raumklimas steht unser klassischer Thermo-Hygro-Kombifühler zur Verfügung. Schließen Sie diesen einfach alternativ über den Universalbus rechts am Materialfox an. Sollten die beiden Eingänge für Materialfeuchte links am Datenlogger nicht ausreichen, so können Sie das System einfach über das Materialfeuchte Multisensormodul erweitern. Nach dem Anschluss des Moduls an den Universalbus stehen so bis zu 8 zusätzliche Sensoreingänge für Materialfeuchte zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie auch Messleitungen mit Ringkabelschuhen an den Datenlogger und seine Erweiterung anschließen. Für den Fall, dass Sie alternativ einmal an mehreren Stellen Temperaturen überwachen und aufzeichnen möchten, steht Ihnen des Weiteren das Temperatur-Multisensormodul zur Verfügung. Dieses bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu 8 Temperatursensoren, die über Kabel, aber auch drahtlos mit dem Modul verbunden werden können. Im Rahmen der weiteren Systemeigenschaften verfügt der Materialfox standardmäßig über einen Speicher für 4000 Messwerte
und kann optional auf bis zu 64.000 Messwerte aufgerüstet werden. Abhängig von der Anzahl an aktiven Sensoren und dem eingestellten Aufzeichnungsrhythmus ergibt sich daraus die mögliche Messdauer. Wenn Sie zum Beispiel Sensoren für zweimal Materialfeuchte, Luftfeuchte und Lufttemperatur aktiviert haben, so kann das System bei einem Rhythmus von 30 Minuten bis zu 11 Monate Daten aufzeichnen. Ähnlich wie beim Gigamodul unterstützt auch der Materialfox neben der Aufzeichnung des elektrischen Widerstandes beliebiger Materialien die direkte Messung der Materialfeuchte von Kiefernholz. Mit Hilfe der beiliegenden Analysetabellen sowie unserer leistungsstarken und umfangreichen Materialbibliothek kann mit der PC-Software der Feuchtezustand zahlreicher Baustoffe und Hölzer genau bestimmt werden. Der Materialfox unterstützt unseren Standardmessbereich, der zum Beispiel bei Holz von ca. 12% bis über 90 Gewichtsprozent reicht. Dies entspricht einem elektrischen Widerstand von 10 Kiloohm bis über 500 Megaohm. Der Standardmessbereich des Materialfoxes ist zwar etwas kleiner als der erweiterte Messbereich des Materialfeuchte Gigamoduls, doch können auch hiermit zahlreiche Messaufgaben präzise und kostengünstig realisiert werden. Besonders bei der Bestimmung der Holzfeuchte spielt die Materialtemperatur eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund wird natürlich auch für den Materialfox eine entsprechende Temperaturkompensation für die gesammelten Messwerte in unserer Software angeboten. Der Mess- und Aufzeichnungsrhythmus des Datenloggers ist beliebig einstellbar und liegt abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall zwischen einer Sekunde und 24 Stunden. Der Materialfox wird durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt und kann über bis zu einem Jahr Messdaten aufzeichnen. Bei Bedarf können die Batterien natürlich jederzeit einfach und kostengünstig ausgetauscht werden. Als nächstes möchte ich Ihnen im Rahmen dieses Ratgebers den Materialfox Mini-Datenlogger und seine Funktionen vorstellen. Der Materialfox Mini-Datenlogger verfügt standardmäßig über 3 fest angebundene 1,5 Meter lange Leitungen, an deren Enden sich Messklemmen befinden. Diese können direkt verwendet werden, um zum Beispiel durch einfaches Anklemmen an Edelstahlnägel den Kontakt zum Material herzustellen. Bei Bedarf können die Messklemmen natürlich auch durch Ringkabelschuhe ersetzt oder ganz entfernt werden, um spezielle Elektroden mit dem System zu verbinden. Im Rahmen der weiteren Systemeigenschaften verfügt der Materialfox Mini standardmäßig über einen Speicher für 4000 Messwerte und kann optional auf bis zu 16.000 Messwerte aufgerüstet werden. Abhängig von der Anzahl an aktiven Sensoren und dem eingestellten Aufzeichnungsrhythmus ergibt sich daraus die mögliche Messdauer. Wenn Sie zum Beispiel alle 3 Sensoren für Materialfeuchte aktiviert haben, so kann das System bei einem Rhythmus von einer Stunde bis zu über 7 Monate Daten aufzeichnen. Alle Datenlogger der Scantronic Mugrauer GmbH werden mit ein und derselben Software ausgelesen und programmiert. Schließen Sie hierfür einfach das entsprechende USB-Interface-Kabel rechts am Datenlogger an und verbinden Sie die andere Seite des Kabels mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Nachdem die gesammelten Messdaten zum PC übertragen wurden, steht Ihnen sofort ein übersichtliches und aussagekräftiges Diagramm zur Verfügung. Die 3 Messkurven in diesem Beispiel repräsentieren die gemessenen Materialfeuchtigkeiten der 3 Messkanäle. Der Materialfox Mini unterstützt wie auch der Materialfox unseren Standardmessbereich, der zum Beispiel bei Holz von ca. 12% bis über 90 Gewichtsprozent reicht. Dies entspricht einem elektrischen Widerstand von 10 Kiloohm bis über 500 Megaohm. Sollte der Messbereich einmal nicht ausreichen, so steht mit dem Materialfeuchte Gigamodul ein noch leistungsstärkeres Erweiterungsmodul für unsere Datenloggersysteme zur Verfügung.
Eine besonders positive Eigenschaft unserer Systeme ist, dass der Nutzer die verschiedenen Datenlogger problemlos miteinander kombinieren kann. Abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall verwenden Sie einfach zusätzlich unseren Hygrofox Mini, Thermofox mit Klimaaufsatz, Materialfox oder einen anderen Datenlogger. Analysieren Sie die gesammelten Messdaten anschließend in einem gemeinsamen Projekt, genau so, als hätten Sie mit einem einzelnen Gerät gearbeitet. Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit sind die Folge. Selbstverständlich kann auch beim Materialfox Mini mithilfe der beiliegenden Analysetabellen sowie unserer leistungsstarken und umfangreichen PC-Materialbibliothek der Feuchtezustand zahlreicher Baustoffe und Hölzer genau bestimmt werden. Zusätzlich steht Ihnen in der PC-Analyse-Software auch unsere Temperaturkompensation für Holzfeuchte zur Verfügung. Mit ihr können temperaturbedingte Einflüsse auf die Messung der Materialfeuchtigkeit bei Hölzern einfach und präzise kompensiert werden. So viel an dieser Stelle zu unseren Datenloggersystemen für Materialfeuchte. Abschließend möchte ich Ihnen im Rahmen dieses Ratgebers noch unser RemoteFox Datenfernübertragungssystem vorstellen. In einigen Fällen ist es für den Anwender nicht möglich, die aufgezeichneten Messdaten unserer Datenlogger regelmäßig und manuell auszulesen. Dies kann zum Beispiel dann vorkommen, wenn die Systeme viele hundert Kilometer entfernt eingesetzt werden. In einer solchen Situation ist die Datenübertragung per E-Mail und Alarmierung über SMS eine ideale Lösung. Der RemoteFox bietet zwei unabhängige Eingänge, an denen Sie unsere Datenloggersysteme wie etwa den Thermofox Universal anschließen können. Eventuelle Erweiterungen wie zum Beispiel das materialfeuchte Gigamodul werden einfach über die beiden Modulanschlüsse mit dem RemoteFox verbunden. Das Übertragungssystem bietet zusätzlich zwei individuelle Eingänge für frei konfigurierbare Alarmmeldungen. So können einerseits die angeschlossenen Datenlogger, aber auch beliebige andere Quellen einen Alarm per SMS oder E-Mail auslösen. Für den Betrieb des RemoteFoxes wird eine einfache Standard-SIM-Karte verwendet, die in den dafür vorgesehenen Halter eingesetzt wird. Auf Wunsch kann auch mit einer Prepaid-Karte gearbeitet werden, wobei wir einen kostengünstigen Kartenvertrag für nur wenige Euro im Monat empfehlen. Nach der erfolgreichen Installation des Systems verbindet sich der RemoteFox über seine Antenne mit dem Mobilfunknetz. Abhängig von der gewünschten Konfiguration versendet das Übertragungssystem dann regelmäßig die gesammelten Daten per E-Mail an einen oder mehrere Empfänger oder schickt eine Alarm-SMS bzw. Alarm-Mail. Im Büro erhalten Sie die aufgezeichneten Messdaten dann komfortabel über ein E-Mail-Programm wie zum Beispiel Microsoft Outlook in Form eines Anhangs. Sollte ein Alarm ausgelöst worden sein, so werden Sie zusätzlich noch über Ihr Handy per SMS informiert. Die empfangene Datei kann jederzeit einfach und schnell mit unserer Auswertungssoftware geöffnet werden. Die gesammelten Messdaten werden dabei auf die gleiche Weise analysiert, als hätten Sie den Datenlogger gerade manuell via USB-Interface ausgelesen. Als Beispiel wird hier ein Thermofox Universal mit zwei externen Temperaturfühlern am Eingang Logger 1 des RemoteFoxes angeschlossen. Ergänzt wird das System noch durch ein materialfeuchte Multisensormodul, das mit dem Anschluss Modul 1 verbunden ist. Mithilfe dieser Erweiterung können zusätzlich bis zu 8 materialfeuchte Sensoren aufgezeichnet werden. Im reinen Batteriebetrieb übermittelt der RemoteFox bis zu ein Jahr lang die gesammelten Messdaten vollautomatisch per E-Mail. Der Übertragungsrhythmus kann dabei beliebig von einmal täglich bis einmal pro Monat eingestellt werden. Wird der RemoteFox zusätzlich über ein Netzteil mit Strom versorgt, so kann das System jederzeit, auch mehrmals täglich, die gesammelten Messdaten verschicken. Rufen Sie hierfür einfach kurz die Telefonnummer der im RemoteFox eingesetzten SIM-Karte an
um eine Datenübertragung zu starten. Die komplette Konfiguration des Systems erfolgt komfortabel und einfach mit Hilfe unserer PC-Analyse-Software. Schließen Sie das zugehörige USB-Interface-Kabel einfach am RemoteFox an und öffnen Sie das entsprechende Konfigurationsmenü in der Software. Soweit ein kurzer Überblick zu unserem Datenfernübertragungssystem. Ich hoffe, Sie können ein paar hilfreiche Tipps aus diesem Ratgeber mitnehmen und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.